Heute gibt es ein weiteres spannendes Video zum Thema Schraffieren. Ich habe 5 Übungen vorbereitet, wo ich dir Schritt für Schritt zeige, was sind die Unterschiede und wie kannst du die Schraffur am besten anwenden. Also wie kommst du von hell ins Dunkle. Und am Abschluss gibt es eine organische Form. Wir werden anhand eines Steines, werde ich dir genau zeigen, wie du den Stein von hell ins Dunkel kriegst und somit plastisch darstellst. Viel Freude mit dem Video. Ja, also lass uns loslegen. Ich habe hier 5 Felder vorbereitet, wo ich die einzelnen Schraffuren Stück für Stück erklären werde. Und zum Schluss nehmen wir uns noch ein Beispiel, wie wir einen Stein schraffieren werden. Ja? Damit wir auch ein konkretes Anwendungsbeispiel haben und auch ganz genau wissen, wie können wir das praktisch umsetzen. Ja? Also ich nehme hier Beispiele aus meinem großen Zeichenkurs vom Anfänger zum Meister, wo ich auch die Übergänge explizit alle zeige, damit man wirklich dann ins realistische Zeichnen übergehen kann. Also wo ist hell und dunkel und vor allen Dingen, wie komme ich von hell nach dunkel. Also, lass uns jetzt loslegen. Alle Informationen findest du unter dem Video in der Beschreibung. Beginnen wir mit Schritt 1, die Parallelschraffur. Also ganz einfach, wir zeichnen einfach Linien hier horizontal ein. Je weiter die Linien, je heller wirkt das Objekt, je enger die Linien, je dunkler wirkt das Objekt. So, hier unten zeichne ich noch einen zweiten ein. Und das gleiche machen wir jetzt senkrecht. Versuchen, einen Zug zu ziehen. Ja. So haben wir horizontal und vertikal. Und wenn wir die beiden jetzt kombinieren, kommen wir zu 2 und machen hier praktisch eine kombinierte Parallelschraffur. Ja. Also schon eine Kreuzschraffur in dem Sinne. So, und hier runter. Und du siehst denn, dass die Linien dass das Ganze, die Wirkung dichter ist. Ja? Hier haben wir eine bestimmte Wirkung hier und wenn wir beides kombinieren, bei der Kreuzschraffur haben wir halt diese Wirkung. Ja? Okay, jetzt kommen wir bei Nummer 3 zur Diagonalschraffur. Noch kurz zur Technik, halte die Hand immer schön locker, den Stift auch locker und übe ruhig immer wieder breitere Abstände oder dichtere. Ja? Du kannst hier durchaus nochmal reingehen und dann hier versuchen, Linien reinzuziehen. Ja? Du siehst, die Schraffur bekommt gleich einen ganz anderen Charakter. Okay? Also mit dem Abstand der Schraffur bestimmst du die Dunkelheit, was wir auch zum Schluss beim Stein noch sehen werden. Ja, den Stein zeichne ich hier schon mal ein. Ja, also die Umrisse des Steins. So, das gibt's. Den gucken wir uns dann zum Schluss an, wie wir den von hell ins Dunkel bekommen. So, jetzt kommen wir zu Nummer 3. Jetzt nehmen wir die Diagonalschraffur. Ja, was heißt das? Wir beginnen ganz einfach diagonal hier zu schraffieren. Ja, das ist die eine Richtung. Und dann gehen wir in die andere Richtung rein. Du wirst merken, eine Richtung wird dir besser liegen, die andere wird dir nicht so gut liegen. Ja? Aber das ist auch eine Übungssache. Wir haben immer eine stärkere Hand. So, jetzt haben wir beide Diagonalschraffuren hier geübt. Und jetzt gehen wir da zusammen, nehmen die zusammen und gehen hier in die 4 rein und zeichnen jetzt hier eine Diagonale über Kreuzschraffur, wenn man so will. Ja. Es geht immer darum, wie trenne ich die einzelnen Flächen voneinander. Ja?
Also wie genau stellen wir hell und dunkel am besten dar? So, dazu gehen wir jetzt hier zur Übung 5 und zeichnen uns hier mal einen Würfel raus. So, werden wir hier nicht ganz so schlampig reingehen, damit es mit der Schraffur ein wenig klarer wird. Ja? Also, wir zeichnen den Würfel hier oben ganz einfach mit einer Parallelschraffur in der vordersten Front. Legen unsere Lichtquelle fest. Also das Licht kommt von oben links und zeichnen dann hier diese Parallelschraffur ein. Ja. So, hier unten, nicht hier unten, sondern die rechte Seite, die ja noch dunkler ist, weil sie noch mehr abgewandt vom Licht ist, gehen wir rein und machen hier einfach eine Diagonalschraffur rein. Ja. Einmal in diese Richtung und einmal in diese Richtung. Hier gehe ich ein bisschen dichter. Warum? Weil wir diese Seite dunkler haben wollen. Ja. Also dieser dunkler sein als diese Seite. Und hier oben deuten wir einfach nur ein paar Linien an. Weil hier oben kommt am meisten Licht, aber so trennen wir das noch halt von der hinteren Seite, ja, also von dem Hintergrund, der hier etwas weiß ist. So, okay. Also du siehst hier die 5 Schraffuren jetzt im Überblick und du siehst auch, wie du sie anwendest, um hier immer dunkler zu werden. Ja, du kannst auch noch hier einfach eine Strichlage rüberlegen. Wenn du sagen möchtest, ja, ich möchte die Seite ganz einfach noch dunkler haben, ja, dann gehst du hier rüber und schon hast du noch einen größeren Absatz, also einen Kontrast von der zu der Fläche und von der zu der Fläche. Ja. Du kannst auch die Schraffur hier minutiös noch genau machen, ganz gerade Linien ziehen. Ich halte das mehr ein bisschen lockerer, weil ich immer arbeite zwischen Schraffuren und sozusagen zwischen Schraffur und Schummern. Ja. Ich kombiniere das beide. Am liebsten beides. So, jetzt kommen wir zum Konkreten, etwas Konkretes zeichnen, also ein Stein. Ja. Du siehst hier, ich habe den schon mal aufgezeichnet. Wir trennen die Flächen voneinander und dann setzen wir eine ganz lockere Schraffur, sodass klar wird, okay, hier können wir etwas machen, ja, dass du die Flächen voneinander trennst. Also, wir nehmen auch die Lichtrichtung von links oben und zeichnen uns einfach hier. Zeichne gerne mit, gerne hier rein. Ja. Also wir trennen sozusagen die einzelnen Flächen voneinander. Ja. Hier unten machen wir noch eine dunklere. So, jetzt haben wir praktisch einige Ebenen des Steins, 1, 2, 3, 4. Und jetzt arbeiten wir ganz einfach mit unseren Schraffuren. Ja. Du siehst, das Licht kommt von links oben, hell, weniger hell, dunkel, auch dunkel. Hier könnte es vielleicht ein bisschen dunkler sein, darauf kommt es jetzt aber nicht an. Lass uns einfach loslegen. Ja, wenn du mitzeichnest, mach den Stein hier unten schön dunkel, weil hier liegt er auf dem Boden. Das zeigen wir nachher noch durch eine leichte Schraffur. Also beginnen wir hier oben eine ganz leichte Schraffur, hier in diese Richtung. Ja. So, jetzt werden wir mit der nächsten Schraffur ein wenig schräger, machen die aber schon ein wenig dichter, damit klar wird, hier kommt weniger Licht an den Stein ran. Ja? Also du siehst, wir haben ja einfach ganz normale Schraffuren genommen, ja, hier in diese Richtung einfach ein bisschen schräg gemacht und hier unten setzen wir noch eine Schraffur rein, die machen wir aber noch etwas dichter, um so die Flächen weiter voneinander zu trennen. Ja. Beim Objekt ist immer entscheidend,
Ganz wichtig, was ist hell, was ist dunkel. So, und auf der rechten Fläche ziehen wir uns hier noch ein paar rein. Hier sind wir auch sehr dunkel. Ja, weil es da die vom Licht abgewandte Seite ist. So, nun sehen ja diese Flächen hier, die kann man schon gut unterscheiden, die sehen ähnlich aus. Hier wollen wir noch ein bisschen mehr Dynamik reinbringen. Also machen wir mal hier die Fläche, dass sie klar dunkler wird. Etwas noch eine Diagonalschraffur rein. Ja, so siehst du, jetzt trennen sich die Flächen schon klarer und die sind auch noch klarer getrennt. Ja. Und hier ziehen wir uns einfach auch nochmal, ich mache meinen Stift ein bisschen spitzer, damit das klarer wird. Ja. Also hier ziehen wir uns auch noch eine schön dichte Schraffur ein. So dass wir diese beiden Flächen auch nochmal schön voneinander getrennt haben. Ja? Hell, dunkler, noch dunkler. So, und das gleiche machen wir jetzt einfach hier. So, jetzt haben wir die verschiedenen Flächen voneinander getrennt. Ja? Erstmal das Grundsätzliche, damit wir erstmal wissen, okay, der Stein hat verschiedene Helligkeitsaspekte. Ja? Jetzt möchte ich ihn hier auf der Seite noch etwas dunkler haben. Also gehe ich hier nochmal rüber, mache mal eine kürzere Schraffur, damit der Stein nicht ganz so mechanisch aussieht. Ja. Und du merkst, der Stein wird immer realistischer. Ja? Da bereite ich auch gerade einen neuen Zeichenkurs vor. Kann ich dir das jetzt schon mal zeigen? Ja, ein bisschen einen kleinen Einblick gebe ich schon. Schau mal, hier zeichnen wir praktisch in 3 Schritten einen Stein und hier erkläre ich das ganz genau in dem neuen Zeichenkurs, der bald erscheint. Ja. Also da zeichnen wir den Stein dann richtig durch und realistisch. Ja. Also, wir haben jetzt die 4 verschiedene Graustufen, Tonwerte hier erreicht. Ja, okay. Hier gehen wir auch noch ein bisschen rein, damit wir die Flächen hier direkt voneinander trennen. Ich deute das jetzt nur an. Ja, und zwischendurch zeige dir mal, wie so ein Stein lebendig werden kann. Ja. Hier machen wir auch noch ein paar Schraffuren rein. So. Ja, da spielt man dann einfach rum. Und hier oben machen wir auch noch ein bisschen Steinfeeling. Ja, damit wir zeigen, wo geht der Stein rein, wo geht er runter. Also wo sind hier Vertiefungen drin, wie hier, ja, das Licht. Deswegen ist es immer gut, dass du dir die Lichtquelle sozusagen festlegst. Ja. Ganz, ganz wichtig zu wissen, danach richtet sich sozusagen dein komplettes Zeichnen aus. Wo ist sozusagen diese Lichtquelle und wo ist sie nicht. Ja. Ja, um den Stein dann organisch zu kriegen, spielen wir einfach ein bisschen rum. Okay, so, jetzt zeichnen wir hier noch eine lockere Schraffur runter. Damit du siehst, hier können wir auch wieder mit der Schraffur arbeiten. Also wir deuten einfach den Schatten etwas an. Ja. Zeichnen die noch hier ein bisschen dunkler im Kern. Einfach nochmal rüber gehen.
Na, du siehst, und schon liegt unser Stein hier auf der Erde. Hier unten machen wir das auch noch ein bisschen dunkel. Denn es ist immer wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir zeigen, also immer diese Anwendungsbeispiele zeigen, ja, und nicht einfach nur das abstrakt lassen. Hier haben wir jetzt 5 Kästchen zum Schraffieren. Nein, wir müssen natürlich wissen, wofür wir diese, ist jetzt manchmal die schnelle Variante hier vom Schraffieren, wofür wir sozusagen diese Technik brauchen. Ja, also anwenden, praktisch. Theorie angucken und dann in die Praxis direkt überführen. Also, wenn du weitere Videos anschauen willst, hier schau oben in die Playlist. Diese Videos werden dir bestimmt weiterhelfen, weitere Erfahrungen zu sammeln. Abonniere gern meinen Kanal. Ich freue mich auch über dein Like natürlich. Und wenn du tiefer einsteigen willst in Zeichnen, schau unten in die Beschreibung. Dort findest du, da habe ich die Links hinterlegt, wo du weitere Informationen zu den Zeichenkursen bekommst. Und ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.